SWD Sports. Wo sind wir jetzt gerade? Ist es dein Stand? Ja, Matthias vom Eiskafé London. Genau. Und was hast du da für ein schönes Motorrad? Ja, das ist eine R100. Das ist Zulassung in den Papieren, ist 81, aber ist mannigfaltig umgebaut. Was ich besonders schön finde an dem Fahrzeug ist die Rick. Das ist eine Rickmann-Henke-Verkleidung. Sagt ihr Rickman was? Ja, Rickmann sagt mir ja. Ja, genau. Der Henke war der deutsche Importeur. Ich habe die 2003 aus Hamburg gekauft. Habe sie nach München kommen lassen und habe dann Änderungen am Heck vorgenommen und einiges machen lassen. Motor schon mal revidiert. Vorne von der R100R, der letzte 2-Ventilboxer, vielleicht sagt ihr es was, R100R Mystic und so, ist die ganze Vorderradführung. Also jetzt fährt sie sich auch wirklich schön und man kommt richtig gut zügig ums Eck. Das hast du einfach aufgefräst oder ist das andere? Das müsste die Original sein, einfach abgefressen. Ja, genau. Ja. Coole Sache. Ja. Und das ist Alu? Ausgetüten. Bitte? Alu oder GFK? GFK. Und Carbon? Der Tank ist von Carbon, ein BMW-Mitarbeiter, der viel für seine privaten Motorräder, so One-Offs in Carbon gemacht hat. Über verschlungene Wege und Kontakte bin ich mal an den Tank gekommen. Der braucht ein bisschen Aufmerksamkeit, was das Thema Dichtigkeit angeht. Also hier habe ich schon mal sauber gemacht, mal ausgegossen von innen und so. Das ist ein bisschen diffizil, aber wenn man das weiß, dann geht das schon klar. Mit was versiegelst du denn? Das ist so ein... Ja, nicht Epoxidharz, sowas Ähnliches gewesen, aber frag mich jetzt nicht mehr, wie das Mittel heißt. Also ich glaube, da kannst du das Creme mal probieren, ne? Ja, das kenne ich auch. Musst du aber vorher richtig schön sauber machen. Ja, natürlich, habe ich auch. Wie lange hast du das Motorrad in Besitz? Seit 2004. Ich war da mit dem Eiskafé in London auf Achse. Was hast du jetzt mit dem Verein zu tun? Arbeitest du dort? Bist du? Keine Ahnung, stehst du jetzt nicht, oder? Lizenznehmer für Deutschland, Österreich, Schweiz, okay, Eiskafé London, mit dem der gerade hier stand, mit dem Hans-Peter Rutschen, genau. Okay, das cool. bin ich. Coole Sache, Dankeschön. Gerne dir. Einmal XXL, kann das auch sein? Nein, nee, XL. Schaut mal, Dankeschön. Und wenn du mit deiner Uhr noch Probleme hast, melde dich. Ich mag meine Ruhe. Oh! Oh! Ja, ich animiere. Es gibt einen Zuganschluss Nürnberg, Berlin. Ja, du bist am Stand von Metzler. Aber das ist echt klein da oben, ja. Ah ja, da unten. Metzler. Hast du auch Metzler-Reifen drauf? Ja. Schau mal her. Das Boden gereitet, Ah, von dem Boden, ne? Der Metzler, was ist das? Metzler Extreme, Karo Extreme. Ich kann das so lange machen, bis es weh tut. Mit dem Motorrad, was hast du damit eigentlich vor? Das ist eine gute Frage. Erstmal gesund werden und dann würde ich gerne mal eine Roadbook-Rallye fahren wieder. Bosnien vielleicht, Italien, nächstes Jahr. Wäre ein Plan. Was fährst du sonst so? Die HBN. Welche Nummer hat die? 819. Hast du es auswendig gelernt? Ja. Steht auch auf dem Kennzeichen drauf. Sehr gut, sauber, lobenswert. Ja. Und fährst du mit der gerade oder geht es gar nicht? Ich kann gerade noch gar nicht fahren. Aber er hat eine bald Unterschrift wieder. auf, ne? Manuel Schad hat unterschrieben. Sieht aber eher aus wie so eine Bremsspur. Nee, das heißt Manuel Schad, sieht man ganz deutlich. Ja, bitte, hat man auf dem Gips früher schon gemacht und wenn es heute kein Gips mehr gibt, ne? Dann machen wir es auf die Bandage. Du bist uns nicht böse, wenn wir wieder Reiter gehen. Wir müssen schauen, dass wir alle durchkriegen am engen Zeitplan. Setz dich mal mit drauf. Kannst du trotzdem mal machen? Mal draufsetzen, ja. Ist der groß genug? Ja? Volljage Kader. Ich habe mich da ein bisschen festgefressen an diesem Motorrad. Ich will auch jetzt so ein kleines bisschen tiefer in die Materie reingehen. Wenn das zu viel wird, kann ich jetzt abschalten oder soll für immer dranbleiben. Ich finde so Lösungen geil. Guck mal mit her, Johannes. Also meines Erachtens, ich bin nicht allwissend, ist es damals mit dem Heribert Check gebaut worden, das Motorrad. Und das sieht man auch ganz toll an den Checkausbuffanlagen. Ich habe auch noch Kunden, die die Dinger haben. Was auch deutlich zu erkennen ist,
ist keine Rahmenverstärkung vorhanden. Aber es sind auch etliche Schweißnähte an dem Rahmen, die beweisen, dass der auch schon nachgeschweißt ist. So, gehen wir von oben nach unten. Ne? Hier, ne? So Sitzbanklösungen. Ich habe da jetzt hingelangt, ich habe die Hand wieder weg. Der Scheck hat es dann auch immer geschafft, unter der Sitzbank einen Motorradschlauch zu verstecken. Schwinge ist eine lange Monolever verlängert. Ja gut, das haben die von Anfang an schon gewusst, wie sie es haben wollen. Ne? Also kein Monolever in dem Sinn, aber das ist der gerade Strich, wie du an deiner gehabt hast. Tank war Motorforms aus Frankreich. Hatte ich einen daheim. Ist beim Daniel, den könnt ihr mir ruhig wieder schicken. Vorne haben wir die M1-Gabel von Mazzori. Wir haben das mit dem Roadbook gerade angesprochen. Seht ihr das, wie die gedreht haben, die Jungs? Und den Strich 5 Schalter. Ist doch geil, oder? Bin ich da schon vorbei? Oh, ich muss zurückdrehen. Das war noch Helden. Also diese Lichtmaske haben wir so nachgebaut, ein bisschen verändert und die kommt bei mir drauf. Und also gibt es schönere Lichtmasken? Das ist doch einfach nur geil, oder? Sag doch mal, dass es dir quält. Mir gefällt. Guck. Vorhin kam die Frage, warum die Tachowelle da vorne angeschlossen ist. Wisst das jemand? Wo ist denn die Tachowelle angeschlossen? An der Schnecke. Naja, weil das ja nichts mehr stimmt mit dem Getriebe, weil die ja höher ist und andere Reifen drauf hat. Ja, was hat denn die Höhe mit dem Getriebe zu tun? Also da liegst du jetzt komplett falsch. Die Höhe verändert an der Übersetzung nichts. Ja, aber der Reifen. Ne, die haben 18 Zoll gehabt. Ja, und die Originalen haben 17 Zoll. Ne, die haben 18 gehabt damals. Ach, das ist Serie? Ja, das früher war 18. Ja, aber die haben Jetzt wird es schwierig, ne, zu einen argumentieren. anderen Endantrieb. Nein. Hä? Kannst du so laut sagen, dass man auf die Kamera kannst du auch mal rein? Wenn das Hinterrad durchdreht im Sand, dass man trotzdem noch weiß, wie schnell man fährt, sonst fährst du da durchgehen irgendwie so 80 oder. Also der Punkt geht zur Hälfte an ihn. Der Jan, unser zweiter Kameramann heute, hat gesagt, wenn der Reifen durchdreht, dann, wenn der Reifen spult im Sand, genau, dann hat man trotzdem die Geschwindigkeit. Ich gehe jetzt mal zurück zum Rallyefahren. Also beim Rallyefahren ist ganz wichtig, dass man weiß, wie viel Kilometer Distanz man hat. Und das ist egal, wie schnell du bist. Klar wollen die so schnell sein wie möglich, aber die Distanz ist das Wichtigste. Und wenn du ein Roadbook hast und da stehen 50 Kilometer, aber du hast 100 auf deinem Tacho da, ne? 100 Kilometer gefahren, weil er nur durchspult, das ist schwierig. Und deshalb hat man die Schnecke von vorne genommen. Again what learned, ne? Was? Again what learned. Sag doch mal. Wenn mir noch jemand beantworten kann, wer der Hersteller vom Vorderrad-Kotflügel ist, wäre das super. Schreibt das unten in die Kommentare, weil der passt echt gut dazu. Ne? Und hier sieht man dann, was die damals probiert haben. Oder? Das waren ja noch Trommelbremsengabeln. Ich lang nicht hin, ich lang nur so. Ne? Da war die Trommelbremse an und die haben dann einfach eine Halterung für die Bremszange angeschweißt, an die Gabel. Bevor ich das Gitter wieder zumache, also wir haben das genehmigt bekommen gerade, ne? Oh ja. Bevor ich das Gitter wieder zumache. Danke. Also in dem Rahmen sieht man schon, was da an Reparaturen gelaufen ist, ne? Überall. Die haben was mitgemacht. Und warum sind die nicht verstärkt worden? Das war vorhin auch eine Frage. Warum sind sie nicht verstärkt worden? Weil das Gewicht gezählt hat. Und was ist mit dem Motorrad passiert nach der Rallye? Das ist stehen gelassen worden. Damit ist dann keiner, ich bin die Dakar durchgefahren, aber nächstes Jahr fahren wir nach Algerien und übernächstes Jahr machen wir Syrien. Nein, die Motorräder sind zum Werk zurückgekarrt worden. Ob der Rahmen nachher gerade oder krumm ist, hat keine Sau interessiert. Nur der Einsatzzweck, der war wichtig. Also zu diesem Zweck, die Dakar 14 Tage halten, fertig, aus.